Hier haben wir die giftigsten Pflanzen, die hier vorkommen. Man hat hier um diese Tageszeit wirklich ein erhöhtes Bärenaufkommen. Hier willst du einen Stock? So muss ich ein bisschen. Du willst wissen, wie sich eine Reise durch Transsilvanien wirklich anfühlt? Dann ist diese Serie für dich. Erlebe mit uns Abenteuer, Kulinarik und Kultur. Entdecke faszinierende Orte und lerne Menschen kennen, die Transsilvanien so besonders machen. Ja, guten Morgen. Heute sind wir früh unterwegs, für unsere Verhältnisse. Denn wir fahren in den Nationalpark am Königstein. Das Königsteingebirge liegt südwestlich von Brasov und ist von dort nur rund 30 Kilometer entfernt. Perfekt erreichbar also für einen Tagesausflug in den Nationalpark. Wir fahren jetzt hier durch Senest und so vom Vibe her erinnert es fast so ein bisschen an so ein kleines Bergdorf. Und in Österreich oder in der Schweiz. Wenn man jetzt nicht so auf den Baustil so genau achtet, wie die Häuser gebaut sind, die unterscheiden sich natürlich schon sehr deutlich. Aber so vom ganzen Vibe und der Stimmung ist ziemlich cool. Auf den letzten Kilometern geht es über Schotterstraßen am Rande des Nationalparks Königstein. Vorbei an der Fontana Butterock. Der Quellbrunnen ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen in dem Gebiet und natürlich ideal, um sich vorher noch mal zu erfrischen. Saukalt. Echt gut. Bei der Aussicht auf die dicht bewachsenen grünen Hügel und Wälder fühlt sich die Stadt schon jetzt ganz weit weg an. Da sind wir da. Villa Hermani. Wunderbar. Im ruhigen Bergdorf Magura liegt die Villa Hermani auf gut 1000 Metern Höhe. Eröffnet wurde die Pension im Jahr 2004 von Hermann und Katharina Kurmes. Bereits seit den 90er Jahren engagieren sich die beiden in Forschungsprojekten und Vereinen für die hier heimischen Großraubtiere sowie für naturnahes und umweltfreundliches Reisen. So wurden sie hier im Königsteingebirge zu Pionieren für Ökotourismus. Hallo, servus. Servus, grüß dich. Hallo, freut mich sehr. Ja, willkommen in Magura. Der Weg war schon sehr schön. Geboren ist Hermann im siebenbürgisch-sächsisch geprägten Wolkendorf, nicht weit von hier entfernt. Studiert und gearbeitet hat der ausgebildete Biologie- und Sportwissenschaftler für viele Jahre in Deutschland, bevor er 1997 mit seiner Frau Katharina in seine alte Heimat zurückkehrte. Heute begeistert er Natur- und Wanderurlauber bei Touren mit seinem breiten Wissen über Transsilvaniens Flora und Fauna. Deshalb freuen wir uns schon ganz besonders auf den heutigen Ausflug ins Gebirge. Doch vorher steht noch eine unerwartete Aufgabe an, bei der auch Holger gleich mal mit anpacken darf. So, nach dem guten Frühstück geht's los. Ich glaube, wir müssen das Heu noch reinholen, weil der Regen gleich kommen könnte. Das heißt, ich darf wirklich anpacken und wir müssen los. Der Hausmeister hat sich gestern den Fuß verstaucht, sonst hätte der das gemacht, aber können wir jetzt nicht liegen lassen, sonst wird es nass. Siehst du, da zieht es sich schon über dem Königstein, Ja. zieht sich das schon so ordentlich zusammen. Also dann ran an die Heugabeln. Ob Küchenkraft oder Service, das ganze Team hilft mit. Was soll ich machen? Du rennst noch so ein bisschen planlos rum. Ja, ich warte noch auf Anweisungen. Ich habe keine Ahnung, wie man mit so ein Ding überhaupt umgeht. Holger mit Ja. der Gabel, Ja, das Heu. Wir nehmen hier eine schöne Portion. eine schöne Portion und gehen zwischen den Ästen hoch. Heu aufgabeln klappt doch schon mal ganz gut. Und auch das Rauftragen sieht recht ordentlich aus. Und dann einfach hoch. Genau, schaffst du es? Weiß ich noch nicht, aber Okay, jetzt rüber und gut. okay, es war ein bisschen. Ja, es fällt immer ein bisschen runter, aber das macht nichts. Da, Was sagt sie? sie sagt, du hast hier auch
auf den Kopf geworfen. Auch Andi packt mit an. Heu machen, das kennt er noch aus seiner Jugendzeit in Siebenbürgen. Und Holger hat sichtlich Spaß bei seiner neuen Herausforderung. Ich glaube, die große Kunst ist die passende Verdichtungstechnik, damit man das ordentlich... Ja, man muss das mit Spaghetti aufrollen. Die Oma konnte das auch sehr gut. Das ist ein Abenteuer, das kannst du nicht planen. Das sind die Dinge, die meine Großeltern auch schon gemacht haben. Ich auch, dein Vater auch. Mein Vater auch. Und entsprechend, wo hast du sonst die Chance dazu? Wie stellt der Holger sich an? Bist du mit der linken Hand. Was, linke Hand? So ein Quatsch. Hast du den letzten Haufen gesehen, wie groß der war? Siehst du, haben wir noch eine gute Tat vollbracht hier. Weil Hermann und Katharina der nachhaltige Betrieb ihrer Pension wichtig ist, setzen sie auf regionale Produkte und, soweit möglich, auch auf Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Arbeit auf dem Hof gehört also ebenso dazu wie das Planen und Betreuen von Wanderungen. Wo ich gerne mit euch reingegangen wäre, diese Schlucht die ist so imposant, so interessant und schön. Weißt du, da, Wie heißt die? Die Sellersche Klamm. Das ist auch so ein sehr interessantes Gebiet, auch von der Fauna, von der Flora. Da haben wir hier im ganzen Königstein interessante Pflanzenarten, über 50 endemische Pflanzenarten. Ne? Ja. Und vielleicht finden wir die eine oder andere. Cool. Von dieser Entdeckungstour hält uns auch die dicke Wolkendecke nicht ab. Zusammen mit seiner Frau Katharina machen wir uns auf den Weg. Die Saneshta Klamm ist nur wenige Kilometer entfernt von Magura und liegt ebenfalls im Nationalpark am Königstein. Wenn man hier lädt, braucht man wahrscheinlich schon eine gewisse Offroad-Fahrfähigkeit. Naja, die Autos sind schon sehr belastet. Ne? Also wir brauchen jedes Jahr einen Satz Sommerreifen, einen Satz Winterreifen. Ne? Okay. Und hier repariert man ständig Teile am Auto. Da weiß man in Deutschland gar nicht, dass die existieren. Im Gegensatz zu Hermann hat Katharina keine siebenbürgischen Wurzeln. Doch die Liebe zu den Wäldern und den Natur- und Kulturschätzen haben ihr die Entscheidung leicht gemacht, 1997 nach Rumänien auszuwandern. Was wir jetzt machen, ne? Geführte Wanderreisen, dann sollte man schon ein bisschen die Gegend kennen, die Flora kennen, die Fauna kennen, auch ein bisschen über Geologie und über Geschichte. Das erwarten natürlich auch die Gäste. Klar. Und wir sind ja beide Lehrer von Beruf. Ich bin Biologielehrer, Katharina Geschichte. Ach ja, okay, gut, da habt ihr ja alles vereint, was es quasi zu erzählen gibt. Schon auf den ersten Metern am Rande des Forstwegs finden wir eine ganz besondere Variante der Salbeipflanze. Die kommt auch in Deutschland, aber mehr im Süden vor. Hier ist sie stark verbreitet in den Karpaten. Und wenn du die anfühlst, klebt die, deswegen heißt sie auch die klebrige Salbei. Ah, okay. In Küche und Naturmedizin gilt sie als wertvolles Kraut. Ganz ähnlich dem bei uns bekannteren echten Salbei. Und selbst in der kargen Felswand entdeckt Hermann Pflanzen, die in den kleinsten Spalten wachsen. Diese Karpaten-Glockenblume, die endemisch ist, ne, die Campanula carpatica, die heißt auch so im Blumenladen in Deutschland, findet man die kannst du da kaufen. Da wundern sich immer die Touristen, wenn sie kommen, die Gäste. Oh, die wächst ja wild hier. Die kaufen wir im Blumenladen. Neben aromatischen Kräutern und hübschen Blumen lauern hier aber auch Gefahren. Hier haben wir die giftigsten Pflanzen, die hier vorkommen. Der Eisenhut, Aconitum, so aus der Familie der Hahnenfußgewächse, in Blau. Und hier haben wir das nochmal in Gelb. Das ist sogar giftig für die Tiere. Deswegen die Rinder, die Schafe, die meiden das. Die Pferde, die in diesen Regionen leben, die geben das irgendwie genetisch weiter. Das ist so ein genetischer Schlüssel, dass sie das einfach meiden. Und dann Tiere, die von woanders kommen, diese Pflanze nicht kennen, die können dabei sterben, wenn sie das fressen. Interessant. Ja, also die giftigste Pflanze, die es gibt. Habt ihr
schon den Eindruck, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, das Bedürfnis in die Natur zu gehen, wandern zu gehen. Ja, extrem. Das hat extrem zugenommen. Das hatte seine Vor- und seine Nachteile. Wenn die Menschen das kennenlernen, dann haben sie vielleicht auch ein höheres Bedürfnis, es auch zu bewahren und zu schützen. Zumindest Richtig, ein genau. Teil. Genau so ist es. Genau so ist es, ja. Nur wenn du was kennst, na, und wenn du lernst du es schätzen. Genau deshalb ist es für Katharina und Hermann eine absolute Herzenssache, interessierten Besuchern zu zeigen, wie schön und vielfältig die Natur- und Tierwelt in ihrer Heimat ist. Im Gebiet, sicher gibt es auch Wölfe, jetzt nicht auf diesen Strecken, wo sehr viele Menschen verkehren, aber im Gebirge links und rechts. Und Luchs. Luchs hast du auch hier, genau. Wildkatzen, Marder, gelegentlich bei den Wanderungen sehen wir die auch. Und wem das noch nicht aufregend genug ist, kann sich auch bei steileren Aufstiegen ins Abenteuer stürzen. Kletterfans finden hier in der Klamm markierte Routen in allen möglichen Schwierigkeitsgraden. So wie zum Beispiel an dieser Felswand direkt neben der Bergwachtstation. Unglaublich, ne? Wer beim Gipfelerklimmen lieber die Aussicht auf das Gebirge und die Höhenluft genießen möchte, macht das am besten beim Bergsteigen. Denn auch dafür bietet der Nationalpark einige spannende Routen. Ja, wir müssen ja nur noch 10 Minuten weitergehen und dann beginnen die markierten Wege, die jetzt ins Hochgebirge führen. Und dann geht es ab zur Hütte, zur Kurmatura-Hütte, die auf 1460 Meter liegt. Von da aus kannst du dann noch höher, 1800, den kleinen Königstein-Kammwanderung machen, zu linken dann den großen Königstein-Kammwanderung machen, kannst du bis 2200 Meter gehen und das ist dann richtig anstrengend. Und das ist die Markierung, das Rote Kreuz auf weißem Grund, Ja. die dann hier durch die Schlucht führt. Also das ist schon ein offizieller Weg, wenn man ihn, Genau, wenn man ihn kennt, aber er ist offizieller ein bisschen versteckt. Richtig. Am Hang machen sich die beiden alleine auf die Suche. Ihre Mission? Ein Edelweiß finden. Die seltene Wildpflanze wächst nämlich auch hier in den rumänischen Karpaten. Es ist einfach zu nass, Holger. Zu nass und zu glitschig. Zu nass, zu glitschig und das ist dann schwierig, hier weiter hochzugehen. Und ich sehe auch von dieser Seite kein einziges Edelweiß. Aber dies ist sonst eine gute Stelle, wo man die sehen kann. So, rauf war leicht, runter wird sportlich. So, einen guten Weg suchen. Das ist irgendwie seitlich. Hier wird es ein Stock. Ich glaube, ich habe ja schon die Kamera in einer Hand. Also muss ich ein bisschen experimentieren. Ich helfe dir. Das ist nochmal gut gegangen. Auf sein Glück sollte man sich beim Bergsteigen aber nicht verlassen. Umso besser, dass Hermann als erfahrener Bergführer dabei ist und Holger wieder sicher nach unten lotst. Ja, hier sieht man auch, wieso man die Wege nicht verlassen sollte. Ja, komm auf diese Seite. Du siehst hier den Pfad. Mit dem Edelweiß hat es heute leider nicht geklappt. Ein Grund mehr, um nochmal wiederzukommen. Denn zu entdecken gibt es noch so viel mehr hier am Königstein. Aber es riecht schön nach Moos Ja, und toll, frischem ne? Laub. richtig. Komm her, dass du hier, ich fange mich auf. Experienz. Auf uns wartet jetzt noch ein richtig tierisches Abenteuer, von dem Holger schon seit Jahren träumt. Wir werden hier in den Karpaten wilde Braunbären beobachten. Was wir dafür besser wissen sollten, bevor es gleich in den Wald geht, erklärt uns jetzt Katharina. Viele Menschen haben alleine wegen der Größe Angst. Ein Bär kann aufgerichtet 2,80 Meter hoch sein, ein erwachsener männlicher Bär.
Und ein Bär kann 350 bis 400 Kilo schwer sein. Also das ist schon eine Masse, die sich durch den Wald wälzt. Ja? Und wenn sie nervös sind, dann ist es nicht zu unterschätzen. Ja. Also, es ist kein Kuscheltier. Ja, ja. Und dennoch gibt es sie jeden Sommer wieder. Die Bilder und Nachrichten von Bärenangriffen. Meist an Landstraßen, so wie hier zu sehen an der Transfigurer Schön. Die Hochstraße in den Karpaten ist bekannt für das Zusammentreffen von Mensch und Bär. Und das hat einen eigentlich vermeidbaren Grund, wie wir von Katharina erfahren. Aus Unwissenheit und Leichtsinn kann es dabei dann letztendlich auch zu solchen dramatischen Situationen kommen. Ja, der Bär ist wie alle Tiere ein Opportunist. Das heißt, da wo er leicht an Futter gelangen kann, wird er dies tun. Dies macht auch der Fuchs, dies machen die Vögel wie die Elster oder Raben. Dies machen eigentlich alle Tiere. Auch im Prinzip eine Katze und ein Hund ist auch nichts anderes. Es geht erstmal um Futter. Ja? Ich glaube, die meisten Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, was sie tun, wenn sie an der Straße, wie zum Beispiel der Transfogarasch-Bären, etwas aus dem Autofenster schmeißen. Ja? In dem Moment wenn das öfter passiert, also mehr als einmal, tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Und der Bär wird immer wieder an diese Stelle kommen, in der Erwartung von Futter. Meistens trifft es ja auch zu, vor allen Dingen in den Sommermonaten, dass dann irgendwas rausgeschmissen wird. Obwohl es verboten ist, muss man auch sagen. Und wenn ich jetzt nicht diesem Bild des Bären entspreche, kein Futter dabei habe, dann kann dann zu meinen Ungunsten ausgehen. Ja, vor allen Dingen, wenn ich vielleicht aus dem Auto aussteige. In Zusammenarbeit mit Instituten und Vereinen für Wildtierforschung und den zuständigen Förstern wird bei Katharinas Touren nicht nur auf die Sicherheit der Teilnehmenden geachtet. Das Wohl der Tiere hat immer oberste Priorität. Wir wollen die Bären heute in freier Wildbahn und in ihrer gewohnten Umgebung beobachten. Dafür fahren wir in ein Waldgebiet, 1 Stunde nördlich von Magura. So, auf geht es zur Bärenjagd. Mit dem Fotoapparat. Ist es eigentlich so, dass die Bären abends auch eher rauskommen? Ja, Bären sind eher nachtaktiv. Ja. Also man muss schon sagen, man hat hier um diese Tageszeit wirklich ein erhöhtes Bärenaufkommen. Wir wollen heute natürlich unbedingt Bären sehen. Aber meist ist ja eher das Gegenteil der Fall. Was macht man also, wenn man keinen Bären treffen möchte? Bei einem Spaziergang zum Beispiel. Ich sage immer, wenn man an solchen Bachufern hier entlang läuft, wo eben teilweise eine sehr dichte Verbuschung ist oder Bewachsung ist, vor allen Dingen mit diesen großen Pestwurzblättern, da sollte man dann ein bisschen laut sein einfach. Ne? Kann man ja mal singen oder laut reden, ein bisschen rumschreien und dann geht der Bär seiner Wege. Ebenso wie andere Wildtiere versuchen nämlich auch Bären, den Kontakt mit Menschen zu vermeiden und haben sich längst zurückgezogen, bevor wir sie überhaupt bemerken würden. Kommt es doch einmal zu so einer seltenen Begegnung, ist Ruhe bewahren angesagt. Unbedingt Abstand halten und langsam entfernen. Auf gar keinen Fall sollte man wegrennen oder den Bären bedrängen, denn das weckt den Jagdinstinkt. So, jetzt sind wir gleich auf unserem Parkplatz und dann geht's zu Fuß weiter. Das heißt, leise sein. Ich bin schon sehr aufgeregt. Wie wir erfahren haben, kann eigentlich hier überall schon Bär sein. Also, wir gehen jetzt alle zusammen zum Hochstand. Wir bleiben als Gruppe zusammen und bitte leise. Ja? Es kann sein, wir sind hier mitten im Bärenland, also es kann sein, dass rings um uns Bären sind. Vielleicht sind auch schon ein paar Bären am Hochstand. Gehen wir los?
Wir wollen die Bären natürlich nicht vertreiben und versuchen deshalb, möglichst unauffällig zum Hochstand zu kommen. Hier, weil die sind zum Beispiel Bärenspuren, die ist eine Hinterpfote. Okay. Hier, ne? Der ist also hochgelaufen. Hier. Das ist unglaublich. Die Tatsache, dass wir hier zeitlich ein Bär rauskommen könnte. So, da sind schon welche. Deswegen müssen wir jetzt zügig sein, ja? Und hier bitte ein bisschen aufpassen. Um uns herum raschelt das Laub und die Äste knarzen. Jetzt, wo wir in unmittelbarer Nähe der Bären sind, ist jedes Geräusch aufregend. Im Hochstand angekommen, erwartet uns eine echte Überraschung. Vor den großen Fenstern der kleinen Holzhütte öffnet sich der Blick auf eine Lichtung. Hier tummeln sich zahlreiche Bärinnen mit ihren verspielten Jungtieren. Alle, die hier sind, die sind alle aus diesem Jahr, sind also jetzt 7 Monate alt oder vielleicht auch schon 8 und bleiben jetzt noch über den nächsten Winter bei der Mutter. Während wir das Geschehen staunend aus unserem Versteck beobachten, müssen wir gleichzeitig besonders vorsichtig sein. Denn Bärenmütter haben einen extrem starken Schutzinstinkt. Und hier ist nirgendwo ein Zaun. Ist der Wald der Bären, in dem wir uns jetzt hier Zutritt verschafft haben. Aber hier ist nirgendwo ein Zaun und es sind frei, wild lebende Bären. Und die lassen sich beim abendlichen Snacken auch gar nicht weiter stören. Ganz vorsichtig gesellt sich sogar noch ein neugieriger Fuchs dazu. Und was da liegt, sind da eben ein paar alte Kekse und Mais. Und jetzt nehmen sie den Mais auch schon ziemlich gerne, weil jetzt fängt so die Zeit an, wo sie sich auf die Winterruhe vorbereiten. Also jetzt müssen sie dafür sorgen, dass sie eine dicke Speckschicht haben, weil von der leben sie während der Winterruhe. Ne? Ja, und das kann man sich auch nicht vorstellen, wenn so ein Jungbär geboren wird. Während der Winterruhe ist der ungefähr 350 Gramm schwer. 350 Gramm. Das ist etwa so viel wie eine Dose Cola. Kaum vorstellbar, dass aus so einem Leichtgewicht nach ein paar Jahren ein Bär mit 350 Kilo werden kann. Und dann braucht ein Bär am Tag circa 20 Kilo Nahrung, vegetarisch. Und an tierischen Eiweißen, das ist gar nicht so viel, was die kriegen. Also die beteiligen sich, wenn sie an einem Riss von den Wölfen, da gehen sie natürlich auch dran. Wenn sie Aas im Wald finden, das nehmen sie auch. Und ansonsten graben die Mäusenester aus, reißen die Ameisenhebel auseinander und lecken dann die Ameisen und die Eier. Graben Erdwespen aus und Erdbienen und fressen die. Und das ist so eigentlich das, was sie an tierischem Eiweiß kriegen. Den Tieren hier ganz unbemerkt zuschauen zu können, ist so faszinierend, dass wir uns kaum davon trennen wollen. Doch langsam wird es dunkel hier im Wald und wir müssen aufbrechen. Auf dem Weg zurück zum Parkplatz sind wir noch immer ganz hin und weg. Hey, das war so krass. Also vor allem, es waren so wahnsinnig viele Bären. Diese Größe und Imposanz. Ich muss immer noch schauen, ob irgendwo ein Bär runterläuft. Also diese Größe und Imposanz, wenn die sich aufstellen und gerade auch so mit ihren Jungen da sind, total heftig. Also wirklich ein
unvergessliches, einzigartiges Erlebnis. Ich habe jetzt endlich nach 6, 7 Jahren Siebenbürgen zum ersten Mal meine Bären gesehen. Ich bin happy. Und echt einzigartig. So, wir haben überlebt. Wir sind dort noch nicht im Auto. Kaum beginnen Nebel und Dunkelheit sich über die Wälder zu legen, wird es hier erst so richtig lebendig. Der Bär. Gottes Willen. Das gibt's doch nicht. Mit einem letzten Blick auf die weiten Felder und Hügel verabschieden wir uns vom Nationalpark und von diesem aufregenden Tag mit Katharina und Hermann. Jetzt habe ich hier so ein paar Flammen. Das merkt man im ganzen Körper. Also, erster Bissen des heutigen Tages an echten Wolkendorfer Baumstitzel.